Guten Abend. Okay. Hello and good evening, everybody. Welcome to our press conference. Neil Brinkhorst told me that we can do the press conference just in German. I hope that works for you. Your questions, please. Feel free to ask everything. Hallo, hallo. Herr Rose, was denken Sie nach so einem Abend wie heute? Scheiße. Danke. Und noch mehr? Ja, ich denke, ein sehr verdienter Sieg. Starkes Ajax. Wir, glaube ich, in den ersten Minuten gut in der Partie insgesamt. Wir kommen dann das Standard-Gegentor. Ajax dann mit 2, 3 Situationen, die nicht ungefährlich waren. Dann fällt sofort das zweite Tor, gefühlt so auch mit dem zweiten, dritten Schuss. Und dann steht 2-0. Insgesamt haben wir dort dann, glaube ich, nicht gut genug mit unserer Körpersprache, vor allen Dingen mit unserem Glauben an das Spiel reagiert. Haben in der Pause nochmal drüber gesprochen. Bekommen dann das dritte irgendwann. Und ja, dann wird es hinten raus natürlich hier auch schwer, weil Ajax dann viel Freude am Fußballspielen und Kicken gefunden hat. Und für uns die Beine natürlich dann auch immer schwerer wurden. Ich glaube, insgesamt haben wir ein paar Fehler im Spielaufbau zu viel gemacht. Wir haben im letzten Drittel zu viel oder zu wenig gute Bewegung gehabt, um tatsächlich auch öfter torgefährlich zu werden. Die Situation, die wir hatten, hat entweder der Torwart stark gehalten oder die Latte war im Weg. Und dann haben wir einige entscheidende Zweikämpfe verloren. Und dann verlierst du hier 4-0 und dann ist es ein gebrauchter Abend natürlich. Danke. Guten Abend zusammen. Wenn beim Gegner quasi alles klappt und bei der eigenen Mannschaft irgendwie gefühlt nichts richtig funktioniert, was bleibt einem da als Trainer noch, um zu reagieren? Irgendwie Mitte der ersten Halbzeit gab es ein paar taktische Änderungen, aber kommt dann auch der Moment, wo man sich irgendwie hilflos fühlt und gar nicht mehr schafft, die Mannschaft da noch irgendwie sich gegen aufbäumen zu lassen? Nein, ich fühle mich nie hilflos in irgendeiner Form. Nochmal, ich bin in die Pause gegangen, habe den Jungs gesagt, Männer, das war nicht so verkehrt, die ersten 6, 7, 8 Minuten und dann auch bis zum zweiten Tor insgesamt haben wir das sehr, sehr ordentlich gemacht. Und wichtig ist, dass es war klar, dass das hier schwer wird, dass das eine starke Mannschaft ist. Und ich glaube, auch bei Ajax hat heute nicht alles geklappt, sondern das ist Ajax Amsterdam. So haben wir sie analysiert, so haben wir sie gesehen. Sie sind richtig, richtig gut. Und dass es schwer wird, war klar, aber trotzdem sind wir als Borussia Dortmund natürlich hierher gekommen mit dem Anspruch, was mitzunehmen. Und an dem Anspruch hat sich auch zur Pause nichts geändert. Und das müssen wir natürlich aber dann auch konsequent ausstrahlen und dann müssen wir draufbleiben. Das ist der Lernprozess, der bei uns einsetzen muss. Das war auch in schwierigen Phasen, in schwierigen Spielen auf dem Niveau. Dann bei uns bleiben, an unsere Möglichkeiten glauben, an unsere Qualität glauben. Und ja, die Dinge besser machen, die ich gerade angesprochen habe. Den einen oder anderen Zweikampf, den wir zu leicht hergegeben haben, gegen gute Individualisten. Mehr Bewegung, letztes Drittel Richtung Tor. Wir haben auch erste Halbzeit zu oft geflankt in Situationen, wo wir vielleicht Dinge hätten besser ausspielen können. Ja, dann natürlich auch die Situation, wo wir torgefährlich waren, aber der Torhüter einfach auch gut war heute vom Gegner. Hallo Herr Rose. Ich glaube, es ist nicht so hochgegriffen, wenn man von einer zumindest kleinen Lehrstunde spricht. Die hat ja im Optimalfall aber immer auch einen gewissen Lerneffekt. Sie haben gerade schon einen Aspekt angesprochen, aber inwiefern kann man sich denn was vom Spiel von Ajax abschauen, auch für das Dortmunder Spiel, was ja in bestimmten Bereichen ähnlich angelegt ist? Das, was ich vor der Partie in der Pressekonferenz gesagt habe, einfach ihre Flexibilität im Positionsspiel und trotzdem sind alle Positionen immer wieder besetzt. Ihre Aktivität im Positionsspiel, die dann Flexibilität bewirkt, die Art und Weise, wie sie sich bewegen, freilaufen, Räume finden. Natürlich das Tempo, was sie dann auch haben. Ja, dann haben sie heute dann auch mal ihren Zielspieler in der Box gefunden. Also ist schon viel auch aufgegangen für Ajax insgesamt. Und ich glaube, dass wir das Spiel sicherlich gut nutzen können, um viele Dinge auch zu analysieren und besser zu machen in den nächsten Wochen.
Herr Rose, ich nehme an, Sie hatten schon kurz Gelegenheit, mit der Mannschaft zu sprechen. Was haben Sie ihnen, den Spielern, gesagt? Trost zugesprochen oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, das Letzte, was heute ein Fußballprofi braucht, ist Trost in irgendeiner Form. Die Jungs finden den Abend genauso beschissen wie ich, vom Ergebnis her. Die Jungs haben sich das anders vorgestellt. Und es ist trotzdem wichtig, dass wir selbstkritisch den Abend aufarbeiten insgesamt und dann weitermachen und hart arbeiten, um solche Spiele hier in Amsterdam, tolle Kulisse, tolles Publikum, tolle Mannschaft zu gewinnen. Das muss das Ziel sein, das muss uns antreiben, besser zu werden. Und das schaffen wir nur, wenn wir zusammenstehen, wenn wir als Team funktionieren, wenn wir auch solche Abende wegstecken, wenn wir uns nicht auseinander dividieren lassen, weil man dann natürlich relativ schnell wieder dazu neigt, wo waren denn die Führungsspieler, wo waren denn die Jungs, die vorangehen. Wir hatten heute schon auch wieder Jungs auf dem Platz. Unser Kapitän, der geht seit Wochen voran und ich habe ihn heute bewusst nicht vom Feld genommen, obwohl er tot war, obwohl er fix und fertig war, weil er immer alles gibt fürs Team. Und wir werden den Prozess natürlich auch vorantreiben, dass wir, wie gesagt, dieses Thema Körpersprache dann auch verbessern. Aber nochmal alles zusammen, alles gemeinsam, alles als Team. Und so eine Niederlage, die kann dann natürlich auch positiv wirken. Guten Abend. Man sagt das ja immer so in dieser Theken-Fußballanalyse, da fehlt einer, der richtig mal dazwischen haut und der sich aufbäumt, ein Zeichen setzt. Ist Ihnen das zu einfach oder haben Sie das tatsächlich auch heute vermisst? Ja, das geht ja in die Richtung, die ich gerade gesagt habe. Jetzt verlieren wir hier bei Ajax 4-0, verdient, auch in der Höhe, finde ich. Und dann sucht man natürlich Dinge. Mir ist es zu einfach. Ja, wir haben ein paar wichtige Zweikämpfe zu viel verloren und darüber werden wir reden, ganz klar. Zweikämpfe annehmen, Zweikämpfe führen, nachschieben, genau die Dinge, sind wir wieder bei Ajax, die Ajax dann möglicherweise auch das Spiel, dadurch hat das Ajax das Spiel zu ihrem gemacht. Gegenpressing haben wir vorher drüber geredet, wie gut sie dort sind, wie viele Bälle sie gewinnen, die Aggressivität trotz Mannorientierung. Aber ich muss sagen, wenn ich heute wieder Jude Bellingham gesehen habe, wie der Junge marschiert, hinten raus nochmal jeden Meter geht, ins Pressing geht, obwohl die anderen 20 Meter weg sind, weil keiner mehr Kraft hat. Also die Jungs haben heute schon viel auf dem Platz gelassen. Und trotzdem haben wir gesehen, dass es nicht gereicht hat. Und das bedeutet Arbeit an allem. Und ja, wir werden auch über Zweikampfschärfe reden, natürlich. Any further questions from your side, Olli? Guten Abend, Herr Rose. Sie haben eben selber auch das Thema Körpersprache angesprochen. Meinten Sie damit jetzt beispielsweise dann hinten raus, als das Spiel entschieden war, vielleicht die Gegenwehr in Anführungsstrichen vor dem 0:4 oder sehen Sie da ein grundsätzliches Problem bei Ihrer Mannschaft? Aber ich finde, ich habe jetzt 2 Fragen genau dazu beantwortet. Es ist kein, nein, meine Mannschaft hat Charakter, meine Mannschaft hat tolle Jungs. Und trotzdem gibt es im Fußball, du nimmst dir Dinge vor und dann passiert etwas. Und nochmal, wir wussten, dass das hier schwierig wird und trotzdem wollten wir diese schwierige Aufgabe lösen. So, und in dem Moment, wo es schwierig wird, dann muss man eine Lösung finden und dann muss man das Ding zum Laufen bringen. Und wir haben nochmal eine gute Anfangsphase gehabt. Wir haben das Ding zum Laufen gebracht, dann kriegen wir ein Eigentor, das zweite Gegentor. Und dann müssen wir trotzdem dastehen und weiter Borussia Dortmund ausstrahlen. Das ist das, was wir weiterentwickeln wollen und müssen, und zwar alle zusammen. Und da gehört dazu, dass man auf dem Platz sich auch mal die Meinung geigt und dass man auch mal sauer ist und dass man trotzdem aber in jedem Moment